Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. Ja, ich tobe hier immer noch auf dem Caravansalon rum und suche nach guten Lösungen für den Selbstausbau. Jetzt bin ich hier gerade so ein bisschen durch die Gänge geschlendert und habe den Markus getroffen von Dauerschauer.com. Markus, was hast du hier für ein Produkt und warum macht das meine Freunde glücklich? Ehrlich gesagt, das kann ich gut nachvollziehen von deiner Freundin. So geht es mir auch. Ich dusche auch gern sehr lange. Und ich wohne im Wohnmobil und hatte das Problem, dass ich das eigentlich nicht genießen konnte mit dem Duschen. Ne? Deswegen hat meine Firma das System hier entworfen. Das ist eine Dusche, die teilweise im Kreislauf funktioniert. Und deswegen pro Duschvorgang 5 Liter Wasser verbraucht, egal wie lange man duscht. Genial. Also ich verbrauche sozusagen nur so wenig, weil das Wasser durch den Abfluss wieder in das Gerät kommt und nochmal desinfiziert wird, gereinigt wird. Exakt, exakt. Wir haben hier 2 Filterstufen drin. Das eine ist ein Edelstahl-Siebfilter, der die Gruppenverunreinigung zurückhält. Und wir haben eine UVC-Lampe, um das hygienisch zu machen, zu desinfizieren, Viren und Bakterien zu töten. Und dann darf auch Shampoo im Kreislauf verwendet werden. Und dann hatten wir eigentlich ein ziemlich geiles Duscherlebnis, weil halt mit einem sehr hohen Wasserstrahl auch das Shampoo oben wieder rauskommt, womit man sich reinigen kann. Ja, absolut. Also meine Freundin sagt immer, ihre Haare, die sind so dick, die braucht unheimlich lange zum Duschen. Und deswegen sind wir eigentlich immer oder oft zwangsläufig auf dem Campingplatz. Aber mit deiner Lösung kriegt man ja eine Autarkie hin. Auf jeden Fall. 5 Liter pro Duschen, egal wie lange man duscht. Ja, ziemlich genial. Und hat das irgendwie einen Einfluss auf den Wasserdruck? Hier ist eine eigene Pumpe drin verbaut. Ja? Ja. Das heißt, die hat einen eigenen Wasserdruck, unabhängig, ob das eine Tauchpumpe oder eine Druckpumpe im Wohnmobil ist, die da verbaut ist. Es ist auch ein Durchlauferhitzer drin, der das Wasser, was ja noch warm ist, ein Stück nacherhitzt. Genau. Und es ist nachrüstbar vor allem. Ne? Das ist vielleicht noch wichtig zu wissen. Man muss einmal unten an den Duschsiphon ran oder in die Nähe des Duschsiphons einen Abwasserschlauch, um das Wasser abzuzweigen und dann wieder zurück ins Gerät zu leiten. Ne? Aber dieses ganze Umschalten und Hin- und Herschalten erledigt das Gerät von selbst. Ich kann dir mal vorstellen, wie es ungefähr ablaufen würde zum Duschvorgang. Großartig, gerne. Sag mal, ich sehe jetzt das Gerät hier. Das hat sehr charmante, leuchtende Knöpfe. Muss dieses Gerät dann direkt neben mir in die Dusche? Das ist jetzt hauptsächlich zu Anschauungszwecken so gemacht. Die Technik wird eigentlich versteckt, damit sie nicht stört oder nicht weiter in die Dusche reinragt. Und auch Spritzwasser geschützt ist. Die wird in der Nähe hinter der Dusche verbaut. In der Dusche sind dann nur noch die Knöpfe zu sehen. Ne? Keine typische Mischbatterie mehr. Wir haben auch ein digitales Bedienfeld, wo man die Temperatur gradgenau einstellen kann. Ja. Und damit ist quasi Duschen digitalisiert. Okay, ja, klasse. Ja, zeig mal, wie würde es denn jetzt funktionieren, so ein normaler Duschvorgang? Also, man startet den Duschvorgang im Kreislaufmodus. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, bedeutet das, dass aus dem Frischwassertank automatisch 1-2 Liter Wasser gezogen werden, bis der Kreislauf steht. Ich drücke mal drauf. Das wird hocherhitzt, das Wasser. Und dann kann man reingehen. Okay. Jetzt steht man quasi im Kreislauf im frischen Wasser. Jeder Duschvorgang wird mit frischem Wasser gestartet, niemals mit altem. Dann kann man sich jetzt einschamponieren da drin, treiben, was man möchte, so lange wie man will. Und wenn man dann den ganzen Schmutz loswerden möchte, drückt man auf Frischwasser während des Duschens. Und dann kommt aus dem Frischwassertank frisches Wasser und das ganze Gerät wird leer gespült, sauber gemacht und auch das ganze Shampoo geht in den Grauwassertank. Und du hast gesagt, normalerweise ist da noch ein Thermostat, also dass ich während des Duschens auch noch mal sagen kann, wenn das Wasser mir ein bisschen zu kalt ist, dass ich es ein bisschen wärmer machen kann. Ja, das haben wir jetzt nicht hier ausgestellt, aber das ist so ein digitales Bedienteil für den Durchlauferhitzer. Ja. Und da kann man gerade genau die Temperatur einstellen. Genial, genial. Und die Idee ist einfach entstanden, weil du selber im Camper wohnst und gesagt hast, ey, ich verbrauche hier zu viel Wasser und irgendwie muss es doch da eine Lösung geben, wie wir halt einfach im Camper weniger Wasser verbrauchen und trotzdem glücklich ist beim Duschen. Also ich habe vor 2 Stunden damit erst in meinem Camper geduscht und ich dusche damit jeden Tag. Ne? Sehr cool. Ja, aus der Praxis raus, das ist natürlich großartig. Spannende Frage leider ja immer, ne? Was kostet so ein Gerät? Mit allem drum und dran, mit dem digitalen Bedienfeld, mit den Umschaltventilen, die man braucht, sind es 2.900 € für die reine Hardware. Und da kommen noch Einbaukosten hinzu. Es dauert ungefähr 3 bis 6 Stunden bei einem Fachpartner.
Mal blöd gefragt, genau, wer kann mir das einbauen? Wo kann ich das einbauen lassen? Wir haben Fachbetriebe, mit denen wir zusammenarbeiten, einfach an uns wenden, da können wir das weitervermitteln. Wir arbeiten auch daran, das System nachrüstbar für Selbstausbau zu gestalten. Wir sind dran. Ja, super, klasse. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Produkt. Kann ich mir gut vorstellen im Camper und vor allen Dingen, dann wird ja auch Duschen wieder zum Duschvergnügen. Klasse, vielen, vielen Dank. Gerne, gerne. Danke, danke.